Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute komme ich mal zu dem lang erwarteten Eddy-Video. Allerdings bei mir in einer kleinen Besonderheit. Und zwar habe ich meinen 32 GB eMMC bekommen. Einige von euch ja auch, wie ich in den Kommentaren erfahren habe. Darum müssen wir als erstes mal eben fix Mainline Clipper installieren und ans Laufen bekommen. Und anschließend beziehungsweise währenddessen wird der Eddy gleich mit installiert. Das zeige ich euch in diesem Video. Gut, wenn ihr bereits das Mainline Clipper installiert habt, bleibt trotzdem dran. Es geht hier auch darum, dass wir den Eddy installieren. Für die Leute, die noch überhaupt kein Mainline Clipper haben, verlinke ich euch oben rechts ein Video von mir, welches zeigt, wie man Mainline Clipper erst überhaupt ans Laufen bekommt auf dem SV08. Dementsprechend klickt dort rüber. Wenn ihr damit fertig seid und ihr einen Eddy habt, kommt hier wieder zurück zu diesem Video und schaut dann das Video von hier aus weiter. Okay, da wir jetzt mittlerweile ziemlich spät haben und ich glaube, ich mittlerweile das 3. oder 4. Video anfange, weil irgendwas immer falsch läuft, dann gehen wir jetzt mal im Schnelldurchgang durch. So, wir fangen dabei an. Wir brauchen erst gar nicht das eMMC auszubauen. Das haben wir ja bereits am Tisch liegen. Wir flashen jetzt direkt das eMMC. Ich benutze hier Methode 1, weil wir direkt auf den eMMC-Speicher schreiben. In Methode 1 brauchen wir auf jeden Fall als erstes mal das CB1 Debian als Minimal, ganz wichtig. Ich habe das bereits runtergeladen. Brauche ich jetzt also nicht mehr. Wir brauchen auch den Balenia Etcher, den habe ich auch schon runtergeladen und installiert. Balenia. So, wir wählen hier die runtergeladene Image-File aus, wählen unser Laufwerk aus, das ist ganz wichtig. Achtet darauf, dass ihr nicht noch irgendwelche USB-Sticks am PC angeschlossen habt, weil dann werden die hier mit aufgeführt. Schließt die ab oder achtet darauf im Explorer, dass ihr den Laufwerksbuchstaben identifiziert, der dann hier oben auch drin steht, da wo Boot dran steht. Auch ein niegelnagelneuer eMMC hat ein Bootlaufwerk. So, nachdem wir den hier ausgewählt haben, klicken wir einmal auf Select, dann auf Flash. Hier kommt einmal die Benutzerkontensteuerungsabfrage, da klicken wir einfach auf Ja und Balenia Etcher startet den Schreibvorgang. In der Zwischenzeit, während das passiert, gehen wir einmal auf unseren Drucker und unter Maschinen gehen wir dann hin und speichern uns alle Dateien, die hier drin sind. Wenn ihr nicht alle Dateien oder weniger seht, dann hakt hier beide Optionen aus, denn hier werden einmal Backups ausgeblendet und auch versteckte Files können wir auch ausblenden, sofern welche da sind. Wir markieren hier oben auf dem ersten Kästchen alles und klicken hier auf die blaue beziehungsweise auf die weiße Wolke. Dann erstellt uns Mainsail eine ZIP-Datei. Ihr seht, ich habe hier Config Backup, habe ich bereits runtergeladen. Ganz wichtig ist, macht's sicherheitshalber doppelt und dreifach. Am besten hier nur einmal die Printer-CFG anklicken. Dann auch hier downloaden. Auch das habe ich bereits gemacht. Deswegen brauche ich es hier an dieser Stelle nicht. Ihr macht das aber bitte, weil in der Printer-CFG bekannterweise die Serial IDs stehen von den MCUs. Und die brauchen wir ja im Verlauf des Videos. Also ganz wichtig, speichert euch auf jeden Fall die Printer-CFG ab. Auch wenn ihr hier hingeht und alles markiert, rauskopiert und in der Textdatei, völlig egal, ihr braucht ganz wichtig diese Datei. So, wenn wir das haben, sollte Balenia, nee, der ist immer noch am Validieren. Okay, so, dann lasst uns mal weitermachen. Und zwar, wir haben uns jetzt hier alles gesichert. Wir haben das Ganze geflasht. Jetzt gehe ich an den Drucker, ihr natürlich auch, baut das alte eMMC aus, erdet euch vorher, nicht so dran packen. Und wenn ihr das gemacht habt, baut das neue eMMC ein. So, vorher, es ist jetzt ausgeworfen. Und, nee, ist es nicht. Wir werfen das Ganze aus und bauen es dann in den Drucker. So, also, bis gleich. Ja, Freunde, und da ist es schon passiert. Kein Wunder bei dieser Uhrzeit. Ich habe ein bisschen zu voreilig gehandelt, denn wir müssen ja noch was tun. Auf den gerade frisch geflashten eMMC müssen wir erst noch unter Boot gehen und da gibt es die Board Environment oder Board Env
Textdatei. Die müssen wir noch anpassen. Und zwar, wenn wir jetzt hier in Rapetors Tutorial gehen, sagt er hier nämlich, dass wir da noch einiges verändern müssen. Und zwar brauchen wir diese veränderte Datei. Und zwar muss die hier in den DTB, also Database All Winner Ordner reinkopiert werden. Das machen wir auch mal fix. Wir laden uns das Ganze hier runter. So. Genau. Macht euch auf jeden Fall einen SV08 Ordner auf dem Desktop, wo wir sämtliche Dateien und Daten reinkopieren, die wir für dieses Projekt benötigen. Das Ganze mache ich jetzt auch. Das heißt, wir gehen jetzt hier in den DTB All Winner, nehmen die Datei, die wir gerade auf dem Desktop abgelegt haben, beziehungsweise im SV08 Ordner, schneiden das Ganze aus. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen schneller mache, aber ich denke mal, die meisten werden schon wissen, was ich hier, oder beziehungsweise kommen schon zurecht. So, zack, eingefügt, damit auf jeden Fall das sowohl eMMC dort drin steht, go to boot drive and make a backup of board environment. Das ist ganz wichtig. Also wir gehen jetzt hier wieder auf diesen ins Root-Verzeichnis, ins Hauptverzeichnis und machen hiervon einfach nur eine Kopie. Und die schmeißen wir auch hier zu den Daten, die wir benutzen, als Kopie rein, falls irgendwie jetzt hier beim Kopieren irgendwas verkehrt läuft, dass wir da immer noch ein Backup haben. So, als nächstes Open the Board Environment Text haben wir. Und dann sagt er, alles, was über hier dieser Linie Raute steht, also sprich alles, was hier drüber steht, das hier alles, zack, das muss weg. Haben wir. Und ersetzen das Ganze mit dem hier. Wir kopieren das hier oben über den Button, gehen an die Stelle, einfügen, fertig. Ja? Der holt sich jetzt gleich die eben kopierte Datei, holt er sich automatisch aus diesem Ordner. Ja? Wenn wir das haben, können wir entweder über Datei speichern oder Steuerung S das Ganze speichern und schließen. So, und jetzt müssen wir die Wi-Fi-Credentials in der System-CFG, ja, die müssen wir nochmal anpassen. Das Ganze machen wir auch. Wir gehen hier in die System-CFG und dann haben wir die Stelle. Wir können hier zum Beispiel auch hingehen und den Drucker benennen, so wie ein Mainsail auftauchen soll. Bei mir ist es natürlich sowohl SV08, das ist bei euch auch so. Dann steht ja oben ein Mainsail, hier oben steht dann Mainline SV08 oder jetzt in meinem Fall sowohl SV08. Die Zeitzone, die können wir tatsächlich hier auch schon einsetzen. Und zwar machen wir dafür die Raute weg und machen hier Europe. Und dann machen wir hier Berlin. Das haben wir. Das hier kann in meinem Fall so bleiben. Ja, also bei mir für meinen HDMI Clipper Screen kann das so bleiben. Wenn das bei euch auf dem Kopf ist, dann setzt ihr das Ganze auf KS Angle nicht Normal, sondern auf, glaube Inverted. Wo hat das? Der hat es doch hier, glaube ich, auch beschrieben gehabt. Genau, auf Inverted. Ja, die Rotation auf Inverted setzen. In meinem Fall bleibt sie so. Hier kommen wir dann halt zum Wi-Fi Name und Wi-Fi Passwort. Hier mache ich einen kurzen Cut, weil ich natürlich meine Daten für mich behalten möchte. Ja. Und dementsprechend speichere ich dann das Ganze wieder und schließe das Ganze. Ja. Hier unten brauchen wir prinzipiell erstmal nichts zu machen. Das kann alles erstmal so bleiben, wie es ist. Okay, nach einem kurzen Cut sehen wir uns wieder. So, und dann sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe das Ganze jetzt eingesetzt. Lasst bitte vorne das erste wirklich stehen, also Wi-Fi SSID und Wi-Fi Passwort. Schreibt genau in den also zwischen den Anführungszeichen. Ne? Also löscht die Zeile nicht, schreibt zwischen den Anführungszeichen. Gut, wenn wir das jetzt haben, können wir weitergehen. Und zwar werfen wir jetzt den USB-Stick
aus, also den Adapter aus und packen den eMMC mal eben in den Drucker. Die Karte ist jetzt eingebaut bei mir. Jetzt geht's ans Lustige. Jetzt installieren wir Klipper erstmal ordentlich. Als erstes sagt er hier, ne, SSH into our printer, also auf unseren Drucker verbinden, und dafür benutze ich. Ihr könnt, falls ihr kein modernes Windows habt, ich glaube Windows 7, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, kann das, meine ich. Wenn nicht, könnt ihr aber auch PuTTY benutzen, um euch per SSH auf den Drucker verbinden. Ich benutze Shell. Und da ist der Befehl ganz einfach, und zwar SSH BQ. Das ist der Benutzername, der jetzt aktiv ist. At 192 ist meine IP-Adresse. Die findet ihr bei euch im Router. Da sollte dann irgendwas mit Sovol oder das, was ihr da eben eingetragen habt für einen Name, der ist dann auch im Router zu sehen. Bei mir ist es die 168, 178, 90. Da werdet ihr anfangs gefragt, ob ihr eine sichere Verbindung aufbauen wollt. Da tippt ihr einfach nur Yes ein, also YES. Und dann kommt ihr zum Passwort, und das ist auch BQ. BQ. So, dann sind wir schon auf unseren Drucker drauf. Das heißt, unser Flash-Vorgang hat wunderbar funktioniert. Jetzt installieren wir Mainline Clipper. Als erstes für die Installation brauchen wir den ersten Befehl. Den kopieren wir uns einfach hier über das Symbol raus, gehen dann hier in das Shell rein, machen einen Rechtsklick rein, und damit wird das automatisch eingefügt. Bestätigen das mit Enter. Alles, was an dieser Stelle länger dauert, werde ich einfach nur vorspulen, damit es für euch schneller geht. Ich muss halt leider darauf warten. Aber ich schneide nichts. Ihr werdet sehen, ist einfach nur im Schnelldurchgang. Hier bestätigen wir einmal mit Y und Enter. So, dieser Vorgang ist durch, und jetzt installieren wir erstmal Git. Ich weiß von meiner vorherigen Installation, dass Git bereits installiert ist. Nichtsdestotrotz machen wir das Ganze mal. Ja, hier sehen wir es, Git ist bereits die neueste Version installiert. Ist nicht schlimm. Jetzt holen wir uns Kiao. Das müssen wir auch installieren. Das heißt, auch hier kopieren wir einfach nur den Befehl, Rechtsklick rein und bestätigen das Ganze mit Enter. So, das ging auch relativ schnell. Jetzt müssen wir Kiao nur noch starten. Und zwar auch hier. Kopieren wir das Ganze, fügen ein, bestätigen. Hier angekommen wird es jetzt interessant. Wir wollen die Option 1 auswählen zum Installieren von Kiao 6. Da klicken wir oder tippen wir einfach auf die 1 und bestätigen das Ganze mit Enter. Jetzt haben wir nochmal die Option 1 und wir installieren im ersten Fall Clipper. Und dann gehen wir hin und wollen auf jeden Fall die empfohlenen Makros mit installieren. Da tippen wir einfach nur Yes ein. Genau, das Ganze machen wir jetzt einmal, und zwar die 1. Enter. Und jetzt wählen wir, das ist jetzt der spannende Part, hier müssen wir darauf achten, dass wenn wir in der Reihenfolge Clipper, Moonraker, Mainsail and Crown's Nest, ja, also das ist die Reihenfolge, wir wollen erstmal die 1, wenn das fertig ist, die 2, wenn das fertig ist, die 3 oder die 4, das könnt ihr euch aussuchen, wenn ihr eher Fluid mögt. Standard kommt das aber mit Mainsail daher, also der Drucker, ne? Also ich werde auch Mainsail auf jeden Fall installieren. Hier kommt noch die Info, dass wenn wir einen HDMI-Bildschirm benutzen, also so ein Touchscreen, da müssen wir dann natürlich Clipper Screen installieren, und zwar bevor wir Crown's Nest installieren. So, 1. So, hier werden wir nämlich auch gefragt. Die 1 ist Default. Da wählen wir dann auch die 1.
Hier werden wir gefragt, ob wir die Example Printer CFG erstellen wollen. Auch das wollen wir. Und jetzt geht's los. Jetzt lädt er das Ganze runter. Und wenn das fertig ist, wählen wir die 2. Wenn das fertig ist, wählen wir die 3. Wenn das fertig ist, wählen wir die 7. Und wenn das fertig ist, die 8. So, das ist jetzt fertig. Clipper ist installiert. Jetzt wollen wir als nächstes auf jeden Fall Moonraker haben. Dafür klicken wir hier einfach die 2, Enter. Wir wollen auch hier die Example Config haben, Y, Enter und warten wieder. So, Moonraker ist jetzt auch durch. Jetzt brauchen wir noch Mainsail. Kurzer Hinweis zwischendurch. Hier sollte natürlich überall okay stehen, erfolgreich, ne? So, das ist einfach Pflicht. Das braucht man eigentlich nicht zu erklären. Sollte hier irgendwo ein Error sein, versucht den Befehl nochmal zu wiederholen. Ist da immer noch ein Error, vielleicht an einer anderen Stelle, kontrolliert eure Internetverbindung. Das kann auch immer mal ein Problem geben. Die Git-Server sind auch manchmal ein bisschen ausgelasteter. Da kann es auch schon mal einen Error geben. Ne? Also nicht verzweifeln, dann probiert es 2, 3 Mal aus. Wenn es dann nicht funktioniert, okay, dann gibt es halt ein größeres Problem. Ne? So, jetzt wollen wir, wie gesagt, Mainsail, die 3 haben. Bestätigen das Ganze auch hier in Y rein. Yes. So, hier haben wir zum Beispiel mal einen Error, was besagt, dass die Mainsail Config Installation failed. Ja, bedeutet in diesem Fall Cross-Device Link, Temp, keine Ahnung. Das ist in Ordnung. Also sowas hier wird jetzt auf jeden Fall nicht dazu führen, dass der Drucker nicht funktioniert oder so. Sowas ist völlig in Ordnung. Könnt ihr ignorieren. Jetzt haben wir Mainsail installiert. Jetzt müssen wir dran denken, dass wir als erstes hier den Clipper Screen installieren. Das heißt, wir klicken hier auf 7, auf Enter. Und jetzt installiert er den Clipper Screen. Ah, okay. Hier nochmal mit Y bestätigen. So, Wayland oder X-Server. Ich nehme jetzt hier X-Server, weil das ein bisschen schonender, ressourcenschonender ist. Und lasse es einfach durchlaufen. So, hier tippen wir nochmal Y und bestätigen das mit Enter. Leute, ihr habt es gesehen, manchmal dauert es halt wirklich sehr lange. Und wenn es auch scheint, dass nichts mehr funktioniert oder irgendwas hängen geblieben ist, nicht einschüchtern lassen, wirklich einfach abwarten. In diesem Fall hat jetzt der Drucker, nachdem wir Clipper Screen installiert haben, einmal von alleine rebootet, also neu gestartet. Auch das ist kein Beinbruch. Mit den Pfeiltasten auf der Tastatur gehen wir einmal nach oben und dann bekommen wir denselben Befehl von eben. Das bestätigen wir einmal mit Enter.
Geben hier wieder BQ ein. Und dann sind wir wieder auf dem Drucker gelandet. Hier gehen wir noch einmal mit der Pfeiltaste nach oben, starten Kiao wieder. 1, Enter. Wir sehen jetzt, was wir alles schon installiert haben. No? Fluid haben wir nicht installiert, alles gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch zum Schluss Crowns Nest. Das heißt, wir drücken wieder die 1, bestätigen das Ganze, wählen die 8 für Crowns Nest aus, bestätigen das auch wieder und schon kann es losgehen. So, auch hier ist vorausgewählt Yes. Das bestätigen wir nur mit Enter. Auch hier bestätigen wir einmal mit Y, dass wir auf jeden Fall jetzt einen Neustart machen wollen. So, jetzt hat sich die Verbindung wieder getrennt. Wir sind rausgeflogen. Wir tippen schon einmal die Pfeiltaste nach oben und warten so 10, 20 Sekunden ab, bis der Drucker sich berappelt hat. So, jetzt bestätigen wir das Ganze einmal. Das Passwort ist wieder BQ. Und da sind wir schon wieder auf dem Drucker. Wenn wir da jetzt angekommen sind, haben wir ja schon die halbe Miete im Sack. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal NumPy installieren. Auch hier kopieren wir uns einfach den kompletten String. Rechtsklick rein und bestätigen das mit Enter. Hier auch mit Y. Wenn das jetzt durch ist, müssen wir hier noch die letzte Zeile kopieren und einfügen. Auch das bestätigen wir. Hier auch mit Y und Ja und Enter. Mit Y und Ja, genau. Also Ja und Enter. Auch hier Y und Enter. So, und jetzt wird es interessant. Und zwar müssen wir jetzt hingehen und die Moonraker Conf müssen wir noch hier um diese Zeilen ergänzen. Das Ganze machen wir mit Nano. Und zwar kopieren wir hier einmal diese Zeile raus. Kopieren. Und dann gehen wir hier auf Nano und machen Rechtsklick rein. Drücken auf Enter. Hier sind schon Sachen eingetragen, die wir nur noch quasi ergänzen. Wir kopieren uns das Ganze. Jetzt gehen wir einfach nur mit den, hoppala, klicken hier wieder in die Shell rein und mit den Pfeiltasten gehen wir nach ganz unten. Machen ein Leerzeichen rein, machen Rechtsklick rein und fügen das Ganze hier in das Verzeichnis. Dann klicken wir auf STRG O, Enter und STRG X zum Verlassen. Super, jetzt haben wir die Timelapse auch schon eingerichtet. Okay, if you haven't reboot after installing Crowns Nest, sudo reboot. Wir haben gerade nach Crowns Nest neu gestartet, deswegen geht es jetzt auch weiter mit Step 5. Wir können jetzt auch schon mal zum Beispiel testen, ob wir den Drucker erreichen können. 192.168. Achtung, meine IP, nicht eure. Schaut bitte im Router nach eurer eigenen IP-Adresse. So, wir sehen, wir kommen drauf, bekommen aber jetzt logischerweise noch einige Fehlermeldungen, denn die Printer-CFG ist nicht vollständig, ist ja nur eine Beispiel-Printer-CFG. So, dann gucken wir, was wir weitermachen sollen. Und zwar natürlich jetzt hier alles einstellen. Wir klicken einmal auf hier. Files used, GitHub Folder. Some items like the offset calibration script have been fixed to work with the newest version of Clipper. So, also als erstes müssen wir hier restore sowohl Add-ons. Das heißt, wir gehen hier einfach hin und schauen hier oben sowohl Add-ons
Jetzt brauchen wir ein SFTP-Programm, zum Beispiel WinSCP. Auch das hatte ich ja eingangs erwähnt, packe ich euch in die Videobeschreibung. Bei mir liegt es im SV08-Ordner als Portable-Version. Die starten wir ganz einfach. Hier hatte ich meinen vorherigen Drucker schon eingerichtet. Also ihr gebt bei Hostname, gebt ihr einfach nur die IP-Adresse des Druckers ein. Achtet auf die Portnummer, dass es 22 ist. Der Benutzername ist Biku. Das Passwort ist auch Biku. WinSCP setzt hier einfach nur ein paar Sonderzeichen dran, damit es nicht eindeutig ist, dass es dasselbe Passwort ist. Aber ist ja in diesem Fall egal. Das heißt, wir verbinden uns mit dem Drucker und sind auf dem Drucker selbst angekommen. So, auch das werde ich jetzt hier zur, ja, genau so nicht, aber gut, können wir auch so stehen lassen. So, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Dateien. Diese hier. Moment, ich mache das mal was. So. Eigentlich nur die Probe Pressure Pi und auf jeden Fall die Z-Offset Calibration. Die zwei Dateien brauchen wir. Dafür gehen wir einmal hier drauf und speichern das Ganze auch hier auf dem Desktop auf unseren Ordner. Hier können wir einen neuen Ordner anlegen und zwar sind das die sowohl Add-ons. Gehen da rein und speichern einmal diese Datei ab. Dann nehmen wir uns die Z-Offset Calibrations auch noch, speichern die dann auch hier rein. Und jetzt schauen wir mal, was wir damit anfangen sollen. Und zwar Put the Files, also die zwei Dateien, sollen wir in Clippy Extras einfügen. Clippy Extras. So, hier haben wir die drin. Jetzt können wir uns das ganz einfach machen. Wir öffnen einfach den Explorer, gehen auf unseren Ordner, haben unter Add-ons diese zwei Dateien und die ziehen wir einfach hier links rüber in das rechte Fenster. Hier fragt er uns, klicken einfach OK. Prüfen, ob wir das auch haben. So, Probe. Wo haben wir? Probe Pressure Pi. Und den Z-Offset haben wir auch. Ja, also wir haben beide Dateien auf dem Drucker drauf. Können wir den Browser wieder schließen. So. Dann grab the base printer configuration from the files. Bla bla bla. Also auch hier gehen wir wieder auf hier. Schließen uns die zwei vorherigen Fenster. Klicken hier auf Printer CFG an. Hier auf das Download-Fenster. Dann gehen wir in den SV08-Ordner. Legen von mir aus einen neuen Ordner an. Printer CFG zum Beispiel. Und speichern das Ganze hier ab. Können wir das hier wieder schließen. So, da müssen wir jetzt in Printer Data und Config. Dafür gehen wir einmal nach oben, hier oben, über diesen Ordner mit dem Pfeil drauf. Und da gehen wir auf noch ein höher. Dann haben wir hier Printer Data. Dann auf Config. Und auch hier können wir können das auch uns hier einfach machen. Und zwar gehen wir so weit hoch, bis wir auf den Desktop kommen. SV08, Printer CFG und dann warum ist der nicht bestätigt? Ah, okay. Das passiert auch schon mal. Ihr bekommt quasi eine Warnung, dass das ein Virus sein könnte. Es ist logischerweise eine CFG-Datei. Brauchen wir nicht. Also laden wir sie herunter und haben die dann hier. Ziehen die einfach nur in das rechte Fenster rein. Und damit haben wir sie fertig. So. Hier sagt er, kopiere den kompletten Ordner. Ah, okay. Seht ihr? Hier wird es nämlich interessant. Und zwar gehen wir nochmal da drauf. Und hier, genau. Hier haben wir mehrere Dateien drin. Die brauchen wir alle.
Ja, also die müssen wir hier auch, steht es auch drin, das sollen wir alles rüber kopieren. Und jetzt kommt die Besonderheit für die Eddy-Benutzer. Wir brauchen auch den Ordner Options. Und das Interessante ist, im Ordner Options haben wir jetzt auch die Probe. Und da hat der gute Rapitor sich die Arbeit gemacht und hat die Eddy CFG schon mit dabei gefügt. Das heißt, die ist fast fertig. Da müssen wir zwar noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber die ist fast fertig. Gut, was machen wir jetzt damit? Am einfachsten geht man wirklich hin. Den Tipp habe ich auch in den Kommentaren bekommen. Man geht einfach hin und klickt hier auf Code und sagt Download ZIP. Damit lädt man prinzipiell die komplette Repo runter. Das machen wir jetzt auch, weil sonst müsste man jede Datei einzeln anklicken und das ist halt ein bisschen nervig. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, können wir mal auf den Ordner gehen, wo das hingespeichert wurde, entpacken. So, und jetzt haben wir die komplette Repo hier vom guten Rapitor bei uns auf dem Rechner. Gehen wieder runter an die Stelle, wo wir eben stehen geblieben sind. Und zwar hier. Und jetzt wird es interessant, denn wir gehen jetzt eine hoch. Hier drauf, da drauf. Also ich springe jetzt quasi im Ordner hier, springe ich aber in WinSCP. Und Files used, config. Und dann haben wir alle Dateien, die wir brauchen, auf einer Seite. Können die hier alle rüberziehen. Sagen auch hier ja, sagen auch hier ja, weil wir die ja vorher schon eingesetzt haben. Er überschreibt einfach alles. Ja, also alles, was benötigt wird, was überschrieben werden muss. So. Jetzt wird es wichtig, und zwar die Dateien, die Printer-CFG, die wir gerade gesichert haben, wo ich gesagt habe, macht doppelt und dreifach, müssen wir jetzt aufmachen bezüglich der IDs für unseren Clipper. Ja, das heißt, wir können auch hier schon mal drauf gehen. Unter Machine haben wir jetzt die Printer-CFG und hier sind dann auch tatsächlich die IDs zu ergänzen. Ja, also ihr seht, hier sind einfach nur Blanks, also Platzhalter, sage ich jetzt mal, und die müssen wir mit unseren IDs ergänzen. Deswegen gehen wir hier einmal in unseren Backup-Ordner. Wo sind wir? Da. Nee, das war falsch. Wo sind meine Backups? Da. Da habe ich meine alte Config drin. Die öffne ich mir jetzt ganz einfach mit einem Texteditor. So, packen wir auf diese Seite. Und das hier auf die Seite. So, und ihr seht, hier sind bei mir die Serials. Bitte, 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 copy-pastet die nicht einfach von mir. Ich habe ganz andere Serials als ihr unter Umständen und dann haben wir aber Problemchen, ja. So, ihr seht, dasselbe steht bei mir hier auch, wie hier auch. Und wir kopieren praktisch nur nach dem XE Underliner, kopieren wir hier nur die letzten Zahlen, die sich immer unterscheiden sollten im Normalfall. Ich weiß nicht, ob sie es tun, aber sicher ist sicher. Passt auf, was ihr kopiert. Auch hier achtet darauf, nicht, dass ihr aus Versehen vom MCU die ID beim MCU extra oder sowas, ne? Immer schön darauf achten, was ihr wohin kopiert. Führt nur zu unnötigen Fehlern, wo hinterher die Fehlersuche ja, ein wenig abstrakt wird. So. Ich hätte jetzt in meinem Fall auch meine Printer-CFG, meine alte Printer-CFG, einfach rüber kopieren können. Easy, gar kein Problem. Ja? Wir machen das aber ja jetzt mit der veränderten Form vom Rapitor, deswegen bleiben wir erstmal dabei. Und zwar wird es hier ganz wichtig. Hier lassen wir das einfach so stehen, wenn wir die Standard sowohl Probe benutzen. Ja, also wenn, ne? So. Machen wir das nicht, machen wir hiervor einfach eine Raute. Und wenn wir den Eddy benutzen, unkommentieren wir das hier. Löschen einfach die Raute raus. Jetzt weiß er, dass er sich automatisch die Eddy CFG zieht. Ja. Und dementsprechend ja, kann er dann halt darauf zugreifen. So. Das Ganze können wir jetzt speichern und neu starten. In der Zeit lesen wir ein bisschen weiter. Zack. Okay, das ist auch ganz wichtig. Das ist eine super wichtige Info. Wenn ihr wollt, dass euer Drucker eine Heat Soak macht, also sprich sich vorher mal 5 Minuten oder sowas aufwärmt, bevor er
die Kalibrierungen durchführt, dann solltet ihr auf jeden Fall bei eurem Orca-Slicer im Machine G-Code unter Start Print das ändern. Bei euch steht im G-Code, warte mal, habe ich nicht Orca hier auch installiert? Doch, habe ich, guck mal. Ich benutze jetzt die Beta, aber es spielt überhaupt keine Rolle, ist bei allen gleich. Ihr geht unter Prepare, dann geht ihr auf euren Drucker, geht dann hier auf die Config, Machine G-Code und dann Machine Start G-Code. Und hier habe ich das auch schon geändert. Und zwar steht bei euch eigentlich immer nur Start Print. Und ihr erweitert das Ganze um diese 2 Zeilen. Eigentlich ist es nur eine. Ihr habt es auch gerade beim Rapitor gesehen. Es ist nur diese Zeile. Das tragt ihr statt dem Start Print ein. Denn dann geschieht ein Heat Soak und dann immer auf die Filament eingestellte Temperatur. Das war auch eine Frage in meinen Kommentaren, dass man halt wirklich immer das Filament, was sie benutzen, ABS oder ein PLA, ein PTG, was auch immer, dass dort die Betttemperatur als Vorheiztemperatur, als Heat Soak quasi benutzt wird, damit das Bett immer gleich gelevelt ist für die Temperaturen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht. Ja? Hier hat er auch geschrieben, dass der ADXL-Sensor auskommentiert wurde in der Standard-Config bei ihm. Das können wir rückgängig machen für diejenigen, die das Ganze schon hatten, also sprich, wo die MCU schon mit der Firmware geflasht sind, die wir brauchen. Alle anderen gucken sich mein erstes Video an und handeln danach bitte. Hier ist es nämlich auskommentiert und das können wir wieder einkommentieren, sofern wir alles so installiert haben, wie wir es haben wollten. Er hat auch gerade Resonanztest gesagt. Ja. So, also wir kommentieren hier alles aus. Das war einmal zu viel. Zack und zack. Ja, Freunde, ich weiß, das geht auch anders mit einem Shortcut. Ist aber bei der Keywords, bei der deutschen Tastatur ein bisschen umständlicher. So, wir speichern jetzt hier einmal nur ohne Neustart. Wir sind prinzipiell jetzt mit Clipper und dem ganzen Kram sind wir durch an dieser Stelle. Ich restarte noch einmal. Wir sehen auch hier, dass das alles wunderbar funktioniert. Ne? Also es ist halt wirklich alles installiert, so wie es soll. Ich bekomme jetzt hier natürlich noch einen Fehler, weil meine Eddy-Config natürlich noch nicht konfiguriert ist. Das machen wir jetzt nämlich. Ah, das ist ja interessant. Okay, das hat er dann scheinbar mit dem WinSCP gerade nicht gemacht. Warum nicht? Ja? Okay, auch so kleine Fehler passieren natürlich, ne? Sie Offset und so weiter kann nicht gefunden werden. Was haben wir denn da? Einmal kurz einen Firmware-Restart, mal gucken. Naja. Verbinden hier einfach einmal neu. Das ist ja interessant. Er hat es jetzt hier tatsächlich gemacht. Er kennt es aber auf dem Drucker nicht. Mhm. Ich versuche das jetzt noch einmal so. Wenn nicht, dann schalte ich den Drucker einfach einmal komplett aus. Stromlos. Ja, in diesem Fall einmal stromlos. Warte jetzt mal einen Moment. So, schalten wir das Ganze wieder ein.
Okay, der Fehler scheint immer noch da zu sein. Okay, aber jetzt sehe ich zum Beispiel, dass er das Ganze gemacht hat. Die Dateien sind da, er musste sich einfach nur einmal berappeln. Jetzt gucken wir mal. Option Z offset is not valid in section probe. Das ist. Gucken wir einmal hier. Das ist natürlich jetzt, wo ich eigentlich noch hinzukommen wollte. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Und zwar müssen wir natürlich dem Addy auch die Seriennummer geben, ne? So, und zwar auch dafür gehen wir dann einmal in die Config rein. Und bei mir in der alten Config ist es. Wo ist die Addy? Wo ist die Addy? Config, Moment. Wir können natürlich auch hier MCU Addy suchen, ne? Das ist ganz einfach. Also Steuerung F drücken, MCU Addy suchen. Ah, ja, okay. Warum? Ja, haben wir es. So, und auch hier brauchen wir einfach nur die Seriennummer, die wir eben auch aus der Standard-Config raus kopiert haben. Kopieren und fügen die hier hinter dem Underliner Unterstrich ein. So, bttd Command haben wir, Probe haben wir. Ich will jetzt nur mal gerade ausschließen, dass wir hier noch irgendwo eine Config eingeben müssen. Müssen wir aber nicht. So, jetzt speichern und starten das Ganze nochmal neu. So, auch hier haben wir immer noch den Fehler. Schauen wir nochmal das Ganze bei der Z-Offset. Auch hier im Browser Z-Offset. Und gehen wir nach unten und schauen mal hier. Configure Printer Clipper Add-ons. Z-Offset Calibration Python. Und das muss in Clippy Extras. Aber ich meine, das hätte ich gemacht. Das troubleshooten wir mal eben. Das können wir hier wieder schließen. So. Hoch. Clipper. Clippy Extras. So. Z-Offset Calibration und Pro Pressure. Z-Offset Calibration haben wir doch. Und Pro Pressure haben wir auch. Meckert ihr auch wegen der Pro Pressure? Nein. Not valid in section probe. Okay, dann gucken wir einmal nach oben. Nochmal. Printer CFG. Z-Offset. Finde ich da gar nicht. Stark. Doch, hier. Z-Offset 0. Z-Offset 0. Please remove this when using Addy. Ja, das heißt also, wir müssen das hier auch wieder auskommentieren. Speichern und neu starten. Mal gucken, ob der Fehler schon raus ist. Ja, Freunde, das sieht doch ganz gut aus, oder? Kein Fehler mehr da, auf dem Dashboard auch nicht. Das heißt, der Fehler ist behoben. Hier als kleinen Tipp, ihr seht es gerade bei mir selber auch, der Addy wird sogar direkt erkannt, sieht die Temperatur, sieht den MCU, die MCU-Temperatur. Das hat funktioniert tatsächlich. Jetzt müssen wir theoretisch einfach nur noch hier hingehen und sagen, okay, es gibt von BigTreeTech selbst die Addy GitHub-Seite. Wir können danach einfach suchen. btt addy git und holen uns hier die Anleitung dafür aus, denn der Addy muss jetzt logischerweise kalibriert werden. Ja, der muss hier in den sag mal schnell, also er braucht seine eigene Firmware-Konfiguration für Clipper und das Ganze wird dann hier drüber gemacht.
Das Ganze ist im Endeffekt ziemlich einfach. Es ist prinzipiell ist dasselbe wie die MCUs und die extra MCU zu konfigurieren, macht man das hiermit auch. Das ist auch ein ganz einfaches Skript, das man durchlaufen lässt, konfiguriert es genau, wie es hier im Fenster zu sehen ist. Und hinterher kann man dann natürlich hingehen. Auch hier muss man natürlich eine Serial rausfinden. Das Ganze steht alles hier in der Anleitung drin. Jetzt bin ich natürlich von der Zwickmühle, weil ich euch gesagt habe, ich zeige euch, wie man den Eddy installiert. Und ich muss ja auch noch die Kalibrierung und so weiter dafür machen. Ja, komm, ist egal, machen wir einfach mal. Wo fangen wir an? Compiling Firmware. So, die Big Tree Tech Eddy Git-Seite ist nicht so einfach oder nicht so angenehm wie die vom Rapitor. Muss man ganz klar sagen, die ist ein bisschen umständlicher, die ist ein bisschen fummeliger, ja, und deswegen machen wir das auch hier Schritt für Schritt zusammen. Hier den WinSCP brauchen wir prinzipiell nicht mehr. So. Die Printer-Config brauchen wir erstmal auch nicht mehr. Das heißt, wir können das Fenster hier maximieren und können hier weitermachen. So, wir gehen jetzt wieder per SSH, sind wir ja schon drauf gewesen, auf den Drucker, verbinden uns IQ als Passwort. Und jetzt ist es prinzipiell so wie in meinem anderen Video, falls ihr das gesehen habt. Wenn nicht, schaut es euch an, wichtig. Und müssen erstmal die Config für die Eddy MCU durchführen. Und dazu ist es eigentlich ganz einfach. Wir kopieren auch hier wieder und pasten wieder alles ein. Ja, hier einfach rauskopieren, CD Clipper, Git Checkout Master. Das ist bei mir alles schon vorhanden, logischerweise, weil wie gesagt, bei mir lief ja alles schon. Wir können das Ganze mal machen. So, ne? Also ist alles up to date, passt alles soweit. Und jetzt müssen wir einfach nur hier die Firmware erstellen dafür. Dafür auch hier einfach rauskopiert und eingefügt. Und jetzt sehen wir dieses Fenster. Ja, jetzt gehen wir einfach hin und machen mit der Leertaste wählen das Ganze mit der Leertaste aus. Und hier gehen wir mit den Pfeiltasten her und mit Enter bestätigen das Ganze. Suchen uns hier den Raspberry Pi RP 2040 aus. Bestätigen das Ganze mit Leerzeichen. Den Bootloader, No Bootloader lassen wir so stehen. Beim Flash-Chip lassen wir auch so stehen, ist auch richtig vorausgewählt. Interface müssen wir noch, USB-Serial war sogar richtig. Ja, USB-Serial bleibt. Hier im Screenshot sagt er was anderes, gibt die Möglichkeit aber einfach nicht. Ihr könnt nur per UART, CAN-Bus oder USB to CAN. Wir bleiben beim USB-Serial. USB-IDs brauchen wir jetzt so nicht. Die GPIO-Pins lassen wir auch so. Und wenn ihr damit fertig seid, drückt ihr einfach auf Q. Und dann sagt er Save Configuration. Ihr klickt auf Y. Ich klicke jetzt auf C. Weil, ne, ich würde jetzt quasi noch eine Firmware erstellen. Brauche ich nicht, weil meiner läuft ja schon. So. Nope. Genau. So, damit bin ich wieder raus. Ihr werdet auch raus, aber eure Firmware wäre geschrieben. So, wenn ihr mit Q aus dem Menü hier raus seid, tippt ihr einfach Make ein. Ja, also ihr seid jetzt in dem Clipper-Ordner, da ist auch richtig, wo ihr drin seid, und ihr tippt jetzt einfach nur Make ein. Ja, so, bestätigt das Ganze mit Enter, und dann kommt das Wichtige, ihr nehmt den Eddy vom Strom, ja, also zieht quasi das USB-Kabel ab, drückt hier oben auf dem kleinen Taster. Ihr müsst hier das Ding nicht auseinanderbauen. Nehmt euch einen Zahnstocher oder sowas, drückt hier auf dem Taster, dafür habt ihr hier ein kleines Löchlein, drückt auf den Taster und steckt dann anschließend wieder das USB-Kabel an den Eddy dran. So kommt ihr in den Programmiermodus. So, wenn ihr dann Make gemacht habt, also hier eingetippert habt, dann wird der Eddy geflasht mit der Firmware, die wir hier eingestellt haben. So, hört sich komplizierter an, als es ist super easy. Ist ratzfatz gemacht. So,
Danach müssen wir uns wieder per SSH auf den Drucker verbinden, ja, und machen ls-USB. ls-USB. Tippen wir einfach ein. Ihr seht dann in eurem Fall auf jeden Fall die Raspberry ID, ja, und die Raspberry ID ist hier auf dem Eddy, also ist der Eddy selber. Ihr müsst euch aber hier die ID merken oder beziehungsweise am besten aufschreiben. Ja, das ist wichtig. So, dann geht ihr hin und geht wieder auf Clipper. In meinem Fall bin ich schon. Ihr geht wieder auf CD, Tilde, Slash oder Forward Slash Clipper. Einfach hier rauskopieren. Und dann gebt ihr ein, ganz wichtig, Make Flash. Auch das hier einfach rauskopieren. Die ID scheint tatsächlich, also hier am Schluss, die 2E8A, die scheint tatsächlich für den Eddy Standard zu sein. Meine war genauso und in den Videos, was ich bisher gesehen habe oder in den Einträgen, in Foren und so weiter, schien sie auch gleich zu sein. Prüft das bitte. Deswegen macht euch mit dem Handy ein Bild hiervon, dass ihr hier die richtige ID habt. So, wenn ihr das gemacht habt, type make flash Device. Das USB-Device wird dann mit der Eddy Firmware, die ihr eben hier oben erstellt habt, wird sie aufgespielt. Und dann anschließend geht ihr hin und tippt diesen Befehl ein. Jetzt hatte ich einen Zuschauer bei mir in den Videos, der gesagt hat, dass er bis hier hinkommt und danach kriegt er eine Fehlermeldung. Also wenn er diesen Befehl ausführt, kriegt er eine Fehlermeldung, er kriegt nicht die List Device Serial by ID. So, wenn wir das hier eingeben, sollte im Normalfall das hier kommen. Ja? Das ist normal. Was sagt uns das? Hier haben wir einmal den Clipper. Ach, Junge. Den Eddy. Dann haben wir einmal die MCU und einmal die extra MCU. Das sind die Serial Devices, also die USB-Geräte, die an dem Drucker Mainboard angeschlossen sind. Wenn ihr alles befolgt habt, wie in meinem ersten Video, oder wie bisher, dann bekommt ihr auf jeden Fall die Serials ausgespuckt. Definitiv. Ja. So. Also, wenn ihr hier die Serials habt und euer Clipper-Device, Mann, ey, jetzt sei ich schon wieder Clipper, euer Eddy-Device und die weiteren 2 MCUs angezeigt werden, ist alles gut und ihr könnt einen sudo-Reboot machen. Das bedeutet, ihr startet euren Drucker einmal komplett neu. So, und jetzt wird es interessant, und zwar in der Printer CFG, auch hier. Auch hier macht ihr euch am besten wirklich von dem, hier, von dem hellblauen, oder ist türkis, whatever, macht ihr euch am besten ein Foto, damit ihr die IDs habt. Ne? Sicher ist sicher. So. Und dann geht es halt daran, dass man in der Printer-Konfiguration, also in der Printer-Config, die richtigen Sachen einträgt. So, zum einen CN-Stop, bla bla. Das Gute ist, dass der gute Rapitor das Ganze schon vorbereitet hat. Ja, also ist halt ein Vorteil für uns, weil er das Ganze schon mit eingebaut hat. Was er nicht einbauen kann, ist halt die Kalibrierung. Ne? Die wird hier zum Beispiel Drive Current Calibration. Da müsst ihr wirklich hingehen und kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, weil ihr jetzt vielleicht schon den Drucker gemacht habt oder wie auch immer. Ich werde vorne am Anfang des Videos nochmal einen Hinweis einblenden. Druckt euch ein Zylinder, ein Würfel, irgendwas aus, was genau 2 cm hoch ist. Das ist ganz wichtig. Ja? Denn damit kalibrieren wir den Stromfluss, sage ich jetzt mal, vom Eddy. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, auch hier wird dann gesagt, hey, pass auf, mach einen 20 mm Würfel, mach den Drucker aus, komplett aus, setz den Eddy vorsichtig auf diesen 2 cm Stück drauf. Ne, dann kann man ja ein bisschen auf die Gantry drücken, damit das runtergeht und links, rechts verschieben und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und anschließend macht ihr den Drucker wieder an, lasst alles so, wie es ist und dann gebt ihr diesen Befehl ein. Damit misst er den Strom, der gebraucht wird oder beziehungsweise den Abstandsstrom zum Bett. So. Mapping Eddy Readings to Nozzle Height. Und hier gibt es dann 2 Möglichkeiten. Zum einen können wir das automatisiert machen. Da gibt es ein Skript für. Ein Skript gibt es dafür. Und zum anderen können wir das zu Fuß machen.
Hier könnt ihr selbst entscheiden, was ihr macht. Ja, ich habe es tatsächlich mit der automatisierten Version gemacht, also sprich von 19 bis 21. Bleibt euch überlassen. Wenn ihr sagt, nee, ich will das lieber höchst korrekt und super zu Fuß und ne, dann befolgt bitte 22 bis 26. Ne? Es ist etwas genauer, minimal genauer. Bei mir kann ich aber keinen Unterschied oder Fehler oder ne, whatever feststellen. Wenn ihr das Ganze automatisiert wie ich machen wollt, dann nehmt, ne, Vorsicht, nehmt dann natürlich wieder den Würfel da raus. Ja, nachdem ihr da diese Kalibrierung hier gemacht habt, nehmt ihr den Würfel wieder raus, tippt in die Konsole beim Sovol hier rein. Ne, tippt er dann einfach Save Config, dann startet der Drucker einmal neu und dann fangt ihr an mit Schritt 19. Ihr übertragt einfach diesen Befehl auch wieder hier in die Konsole, ne? Also jetzt nicht mehr per SSH, sondern wirklich hier in diesem Fall dann nur noch in die Konsole. Dann legt der Drucker los und zwar, ihr müsst dann schauen, dass im Main Cell erscheint hier so ein kleines Fenster, wo er sagt, ob ihr weiter runter, weiter hoch, wie auch immer, sodass die Nozzle halt das Bett berührt, aber mit einem Stück Papier dazwischen. Ja, das Papier sollte so sein, dass es noch beweglich ist, vor und zurück, aber schon, dass ihr einen gewissen Widerstand darauf merkt. Leider kann ich euch hier keine genauen Maße, keine genauen, ne? Macht das wirklich. Ich habe es selber 5 oder 6 Mal gemacht, bis der First Layer halt wirklich perfekt war. Ihr werdet auch feststellen, dass der First Layer teilweise gar nicht perfekt sein kann, weil das Bett sich bei 90 Grad anders wölbt als bei 65 Grad zum Beispiel. Ja, das Ganze kann man schon durchaus beeinflussen. Das Ganze kommt auch nachher hier nochmal, dass man der USB-Eddy hat halt die Möglichkeit von Heat Compensation. Das heißt, er kann gewisse Temperaturen kompensieren. Aber auch da, ja, manchmal muss man da halt nochmal das Z-Offset händisch per Touchscreen oder mal eben am PC hier nochmal kurz nachstellen. Ne? So, aber irgendwann mal, nach gewissen Vorgängen, nach einigen Vorgängen, ist es dann durch und dann funktioniert auch alles wunderbar. Also ich bin jetzt im Moment super ultra zufrieden mit meinem Ganzen. Das funktioniert so, wie es soll. So, wenn ihr das Ganze mit dem Papiertest gemacht habt, ja, dann seid ihr prinzipiell auch schon durch. Ne? Also wenn die Kalibrierung fertig ist, ihr sagt, okay, die Nozzle passt jetzt, das Papier geht zwar da drunter, aber es bleibt halt so, ihr merkt einen gewissen Widerstand, sage ich jetzt mal. Dann tippert ihr wieder in die Konsole Save Config, also auch wieder hier Save Config ein und der Drucker startet dadurch einmal neu. Wenn ihr das gemacht habt, sollt ihr auf jeden Fall ein QGL, ein Quad Gantry Leveling machen, also sprich, dass die Nozzle nicht hinten tiefer wie vorne ist. Ihr wisst, was ich meine. Und dann geht ihr halt hin und packt die Bedmesh-Kalibrierung hinter. Ihr homet alles, dann gebt ihr diesen Befehl ein, copy-pastet ihn. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt nur noch hier in der Konsole vom Sovol. Ne? Es ist jetzt nicht mehr irgendwie SSH oder so, ne? Nur noch die Konsole vom Sovol. So, wenn ihr das gemacht habt, Save Config, passt. Und jetzt kommen wir eben zur Temperaturkompensation, ja, vom Eddy USB Only. Und dann können wir hier loslegen, Schritt 30 bis 38 einzustellen, damit der Eddy merkt, wenn die Betttemperatur oder seine eigene Temperatur hochgeht, auf welchen Abständen er gebracht wird. Wir machen prinzipiell dasselbe, was wir hier zwischen 19 und 21 gemacht haben, machen wir jetzt aber immer bei 4 Grad Temperaturunterschied auf dem Eddy MCU. Also sprich, wenn der Eddy 4 Grad heißer wird, fährt er eine neue Probe ab. Diese Werte müsst ihr dann auch wirklich bestätigen. Ihr setzt wieder das Papier drunter, gleitet damit hin und her, bis es einen gewissen Widerstand hat, speichert das Ganze. Dann wartet der Eddy, heizt weiter hoch, ja, und setzt dann bei 4 Grad höhere Temperatur, setzt er wieder an, ihr müsst wieder den Papiertest machen und so weiter. Ihr müsst das Ganze aber auch vorbereiten. Das heißt, alle Achsen homen, also sprich auf 0 bringen. Dann geht ihr hin, setzt den Eddy 5 mm über das Bett mit G0Z5. Das ist der G-Code. Auch den geben wir hier ein. Und dann anschließend setzen wir ein Idle Timeout auf 36.000 Millisekunden.
Weil das hat 5 Minuten? Ich glaube ja. Dann geht ihr hin und setzt diesen Befehl ein und der sagt, dass das Target vom Eddy selbst, also er soll nicht heißer wie 56 Grad werden und soll alle 4 Grad diesen Probe-Prozess quasi fortführen. Wenn ihr das so eingegeben habt, wie gesagt, erscheint ja diese UI, also hier im Dings, erscheint dieses kleine Fenster im Main Sail. Und dann geht ihr hin, beim ersten Mal prüft ihr, setzt die Nozzle so, dass das Papier klemmt. Dann nach diesem Vorgang geht ihr hin und setzt die Extrudertemperatur auf 220 Grad und die Betttemperatur auf Maximaltemperatur, wie ihr jemals drucken werdet. Ist in unserem Fall ganz einfach ABS. Da setzt ihr einfach 100 Grad ein. Also aufs Bett 100 Grad. Wenn ihr nie heißer, wenn ihr immer nur PLA druckt, also sprich Betttemperatur nie über 65 Grad geht, spart euch den ganzen Kram, ja, dann braucht ihr keine Temperaturkompensation, dann könnt ihr einfach die Standardwerte von hier oben benutzen. Wenn ihr aber auch mal ABS drucken wollt, gehe ich von aus, dass das jeder mal machen möchte, dann geht ihr hin und setzt die Nozzle auf 220 und das Bett auf 100. Wenn der Eddy sich erhitzt, habe ich ja eben erzählt, wird er automatisch diese Kalibrierung wieder fortführen. Ihr macht das Ganze als Tipp, Vorsicht, macht das Ganze über Mainsail. Und zwar das Hoch- und Runterfahren. Ich habe das über den Bildschirm gemacht, also über mein Touchscreen. Da ist er ein paar Mal abgeschmiert. Also hat er einfach die Kalibrierung abgebrochen. Deswegen mache ich das immer schön über Mainsail, habe dadurch keine Probleme und es läuft ganz normal weiter. Ja, sollte es draußen kalt sein, Fenster zu, habt ihr eine Klimaanlage aus, ne, damit der Eddy halt oder beziehungsweise der ganze Drucker schön auf Temperatur kommt und nicht irgendwie durch andere Touren beeindruckt wird. So, hier gehen wir dann zum Z-Offset. Hoppala, zum Z-Offset. Und da ist es dann hier in der Anleitung ein bisschen schwierig, denn das macht unser Drucker nicht. Der kann kein Z gleich 0. Ja? Wenn ihr Z gleich 0 haben wollt, geht ihr einfach hier hoch. Da ist es doch. Ihr macht da G0, Z0. Und dann fährt die Nozzle im Normalfall, im Idealfall bis wirklich papierhauchdünn vors Bett. So, wenn ihr das gemacht habt und alles soweit in Ordnung ist, ja, dann passt das soweit. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr dann das Papier drunter legen, falls es passt, falls nicht, dann wirklich über die Mainsail-Oberfläche entweder wieder hoch oder wieder runter. Ne? In diesem Fall jetzt hier. So, dass es dann halt wirklich auch passend ist. So, wenn wir das gemacht haben, können wir dann einfach nur Save Config drücken, startet der Drucker neu und damit sind wir eigentlich mit der Kalibrierung auf jeden Fall durch. Ja? Die Bad Mesh Calibration, die müssen wir nicht machen, also die Parameter verändern. Das ist schon beim Rapitor in der Config mit drin. Bad Mesh Scan Height ist auch irrelevant, auch das steht drin. Ja, Rapid Scanning, klar, sollten wir drin lassen, auch das passt soweit. Genau, also alles, was wir machen müssen, ist halt wirklich die Kalibrierung, die Höhe, den Abstand und so weiter anzupassen. Also ich denke, das sollte soweit passen. Ich hoffe, dass es verständlich ist. Das ist wieder ein urig langes Video. Für mich ist es auch viel länger. Ich sitze jetzt hier tatsächlich seit über 4 Stunden. Ich glaube, knapp 5 Stunden sitze ich jetzt hier schon. Sollte euch das Video geholfen haben, bitte, bitte tut mir den Gefallen. Auch die jetzt noch dran geblieben sind. Ich weiß, es werden nicht mehr viele sein. Tut mir bitte den Gefallen. Gebt mir ein Like auf das Video. Abonniert bitte auf jeden Fall meinen Kanal. Ja, damit ich eben am Jahresende auf die 1000 Abonnenten komme. Das wäre super geil von euch. Ich hoffe, euch geholfen zu haben. Wie gesagt, sollten Probleme, Fragen, was auch immer auftauchen, schreibt unten in die Kommentare. Auch da ein nettes Wort, würde ich mich sehr freuen drüber. Auch wenn es Kritik ist, bleibt bitte fair. Ja, schreibt ordentlich rein, wobei ich bisher festgestellt habe, dass die 3D-Community wirklich super fair sind. Da gibt es andere Themen, die ich auch behandle. Da gibt es eher andere Ergebnisse. Ich werde mich jetzt an den Schnitt begeben. Wünsche euch, ja, einen schönen Abend, morgen, je nachdem, wie es bei euch aussieht. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.